Este programa es presentado por Inverfin. Jo, hallo lieve vrienden, hier zijn we vandaag van een frisse rond Tumm Tere en Mate. Vandaag hebben we ons Jerald Schmidt aangeladen. Welkom Jerald, tot het programma. Kannst du uns vielleicht einmal een beetje voorstellen, wer du bist en wat du voor arbeid is? Jo, ik ben Jerald Schmidt, mijn ouderen David en Judy Schmidt. Mijn ma is al bij Jezus. Maar zijn dan, sie dan als missionaartje abgewassen, hier in deelwijs in Paraguay en deelwijs in Canada. Nu zie ik pastor en gemeente is onderwegs en mag ook de aanbidding leidt aan. En ook Royal Rangers en ja, verschillende zaken. So, dat is wat ik nu mag. Dat is ook nog ons arbeid wat het zum Schweiten brengen daar, ja? Dat zijn een jaar met herausforderungen, maar dat zijn ook zeer schöne momenten mank. Ja, dat deed, ja. Kan je me voorstellen, hast du een familie, ja? Ja, zie. Een man had een vrouw en we hebben gehad ons met twee gezonde kinderen gezien. Sehr schön. Schön, die von der du bitte haben, Gerald. Und von der möchten wir über das Thema reden. Gott sieht einen Zweig in schwere Zeiten. Also Gott hat einen Zweig, für warum er uns erlaubt, die schwere Zeiten durchzuführen. Also das ist das Thema von der bleibt dabei. Wir gehen einmal für eine Karte Pause und sind kurz weiter durch. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, puedes participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontrarlo en los mejores comercios del país. Y para más información, ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Toen zijn we treffen waarschijnlijk rond Tumm Tere en Mate, van der hier met Gerald. En over het thema schwere tijden. Dat in Zweig gehad is in schwere tijden. Heeft God werkelijk een grond voor waarom hij ons erlaubt, die schwere tijden door te wonen? Dat is immer Satan. Dat is immer de Feind, weil wat je vandaag al zei, veel is dat je zijn. Ja? En eens wat slecht passeren dat, of eens van een schwere tijd, dat dan maar de Feind zijn, die wordt de schuld geeft wordt. Maar als dat waar die helemaal zo staat, dan heeft God ook nog 100 zweitje door veel. Toen mag je van daar reden. En Gerald, ik vang mal erbij aan, vertel ons maar van een schwere tijd, wat du erlebt hast, oder wat je erlebt hebt. Ja. Naja, man würde sich wünschen, dass das die schöne Zeiten sein, wo man auch dort mehr stilliert. Aber wir wissen, dass das im Leben vorher nicht so kreit aufrennt. Und für uns wird das so, also wenn ich zurückdenke an unsere Geschichte, wo ich nach Chaco komme erstmal, das ist eine ganze Geschichte für sich. Aber
Ich hatte den Eindruck, mit 19 Jahren, dass Gott mich hier anführen wird. Und ich habe den Gedanken dann, dass das wird mal für ein Jahr sein, eine ganz kurze Zeit. Wie lange prägst du das? Dort wir 99. Also Dann leidet den Tag nach Unterschied. Ne? ja, korrekt, sehr anders. Ja. Und ich war dann 19 Jahre alt und kom dann hier an, schafft mit der Kooperative und der Computation, Informatik, dort wir eine sehr gute Erfahrung, was ich hier gemacht habe. Aber dort wir mal übergänglich. Ich sehe einen Importierer hier im Chaco und ich dachte nicht, dass ich würde mich hier anwenden können. So, dort wir mal für eine kurze Zeit gedacht und dann habe ich mich hier über Trash gefangen mit Freunden, mit Gemeinden und dann habe ich auch ein schönes Mehl gefangen. Ah ja. Und dort hat das auch dann wesentlich geändert, meine Gedanken von was ich will. Und so, in der Zeit dann, mit der Zeit haben wir uns dann befreit in 2003. Okay. Und dort wäre sehr schöne Jahre, eine schöne Zeit. Wir noch, wir haben uns entschlossen zu frieren, und zwar noch sehr zwischen der Gemeinde, wo wir all sehr mit schaffen deden. Meine Arbeit steht und dann noch mein Studium in der Informatik, was ich noch wieder mag. Plus sehen wir auch eine Schwesterschule. Okay. Ich mag nach dem 3. Jahr. Wir haben uns trotzdem entschlossen zu frieren, aber wir rannten alle verschiedene Richtungen nach. Und wisst ihr, das wird ein Jahr sein, wo das noch so wieder ran wird. Ja. Was wir nicht wissen, ist, dass noch innerhalb von den ersten 2 Monaten wir Daniela dann schwanger. Oh, ja. Und dort schmeißt dann all unsere Pläne dann ziemlich uit de Gleichgewicht. Ja, das kann ich nicht verstehen. Und dann mussten wir noch Holz überkauft von unserem Haus rüt. Und die Zeit, naja, wir hatten dort all mit unserem Pastor durchgeredet. Wir wussten, dass die Möglichkeit wird sein, dass kann passieren, ja. Und wir hatten uns all ein Verrückt genommen, wann das passieren wird wir uns ab Chinese gehen und Gott danken, wenn es letztendlich ist das ein Geschenk. Ja. Man muss das auch alles in Perspektive haben von alles andere. Ich meine, was man tun kann und was man sich vernimmt und plant, aber ein Kind zu haben, ist ein Segen von Gott. Ja. Und das ist wichtig als all unsere Pläne. Ja. Und wir haben das dann gemacht. Und wir fühlten uns sehr überfordert, aber hadden trotzdem dat vertrouwen, Gott wird uns durch sein, helfen. Ja. Und so trotz all die Situationen, in denen wir uns fangen, wir auf einmal sehr froh, dass wir wieder älter wurden. Und so dann ist es so gewesen, dass wir dort innerhalb von den ersten 3 Monaten von der Schwangerschaft auf einmal fängt Daniela an, krank zu werden, spezifisch mit einer Jährchen anzufangen, die besonders die Nacht wacker halten deed. Und dort wird immer schlimmer. Also von Stadt haben wir keine Ahnung, was das wird. Dann stellt sich fest, mein Bruder ist Doktor und er hat uns dann dort erklärt, Daniela, ihr Leber funktioniert nicht abfallen. Und dort kommt dann besonders eine Schwangerschaft zurück. Dort, wenn die Leber hat die Funktion, dort Blut zu reinigen. Ja. Und dort kann gut mitholen im normalen Fall, aber mit der Schwangerschaft und alles, was dort mit sich bringt, und nach praktisch für 2 Nächte zu schaffen, die Leber hält nicht mit und dort büht sich dann im Blut immer doller diese Sache ab, die endlich filtern muss, was dann produziert, dass die Blut selbst verjährt wird, was dann meint, dass und dort kommt dann auf verschiedene Orte raus und lief und produziert, dass die sehr anmachlich wird, sich so anfängt, mit der Zeit wird dann auch immer intensiver. Und sie kriegt dann kommt auch ein Spezialist von Deutschland in diesem Bereich. Und sie ist alle Welt in der Welt gewesen, verschiedene Länder.
En zij vertellen ons, zij had nog niemals zinvol, krijgt om deze krankheid te studeren. Okay. Zij maken ihre Spezialisierung darin. En zij vertellen ons dat zij nog in keinem Fall, in keinem Land zo'n storchen Fall gesehen hat, als Daniela hat. Wow. Sogar ihre Hüt die hat, sagst du, wenn sie Hepatitis hat, wenn sie war gel in den Augen. Sie wird noch ganz jung, ja? Ja, korrekt. Ja. En, wow. Wir müssen einmal für eine Karte Pause gehen, aber das zeigt uns, Jerald, hier sind sie durch eine ganz schwere Zeit gegangen, weil mit mir darüber hier in was geht es eigentlich dann juist das nicht für diese schwere Zeit. Ja, also bleibt dabei, wir gehen einmal für eine Karte Pause, ist ein Bild weiter. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontralo en los mejores comercios del país. Y para más información, ingresa a beco.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita, posibilidades infinitas. ¿Necesita trasladar sus implementos o maquinarias? T&T está para ayudarle. Servicio de fletes y grúa, como también de nivelación de patio, movimientos de tierras, limpieza de tajamares y alquiler de máquina. Plataforma telescópica. T&T le ofrece el mejor servicio y además vende y entrega los materiales de construcción que necesita. Llámenos al 0981 20 22 21. T&T en Loma Plata. Du selber bei der Tumm Tere Mate von der Rede über das Thema den Zweitgattes in schwere Tide. Aber ich habe hier einmal noch eine gute Nachricht für all die, die Haushaltsgeräte sehen, von guter Qualität. Beko, der merkt alle die Haushaltsgeräte, wo die ganz höchste Technologie, beste Technologie anwenden in der Beko, das ist die Marke, wo du Tschetje weißt, die kannst du bei Inverfin finden. Du selber da, Gerald. Also stückende Situation, wo eigentlich alles abmal kommen dort, ja. Die das studieren, Daniela das studieren, die befriedigend, verloren het huis en bovenop wordt Daniela dan schwanger en aan de ganze Gesundheitsthema van Daniela vertaald, zo weer darüber. Ja. Naja, hier weer ik als nieuwe eierman en ik had mijn bruid en leef daar zei en dat aan te zijn, waar dat der jens en Emma schlechter. Wir haben dann gebet, wir haben Gott gesagt, wir haben dann auch unsere gemeinde Geschwister gebet und die stunden auch mit uns in gebet und das war ein ganzer Kampf, aber wir hatten nicht den Eindruck, dass wir irgendwie gewinnen deden. Ja. Das wordt immer intensiver. En dat is niet eenmaal aan te zijn. Also mijn broer, ik voel me zo van, ik wil irgendwas voor die doen. Wat immer ik doen kan, maar ik stond dan, ik voel me dan machteloos. En dat frustreert me dan. En ik weer ganz bij de punt dat ik
vertwijfeld wir und nicht mehr wieder wusste, was das allein was das wieder kann sein. Und dann stellt das dann auch natürlich in Frage, wo ist Gott in das Ganze. Also ich muss sagen, wir haben gebeten, wir haben Gott gesagt, wir haben sehen jen wird gesperrt, Frieden und so wieder, aber dat wir so waren dort nicht ewig jens ab dort, was wir sagten, wird endlich die Heilung werden, und für unsere Tochter dann auch, was wir dann all wissen, wir dann eine Tochter haben. Und ich weiß einmal, da wir ein ganz besonderer Nomad, wo ich mich an unser Leben anschließe, das praktisch ganz allein wie mit Gott, und ich sage, ich brauche eine Antwort. Ich war verreckt, ich weiß nicht, wo ich wieder mache. Und ich stand die Bibel, also sehr gut, ich hatte keine Ahnung, wo ich eine Antwort finden würde. Das wir wirklich sein, da sind ein paar Momente, wo Gott zu mir sehr spezifisch geredet hat, wo ich einfach die Bibel abschlug und loslesen deed, wenn ich wirklich nicht wusste, was er mir sagen will. Aber dann, dort wir ein von den Momenten, ich sage, Gott, ich habe keine Ahnung, ich weiß kein Bibelvers, was mir nicht wieder halten wird, aber ich muss von dir hören. Ich muss von dir hören. Wenn es das alles, ich sage, und wir haben eine Gemeinde, wo Verheilung gebet und geglaubt wird, wo die Unterstützung da wir, wo das Glauben da wir, und trotzdem fangen wir uns in dieser Situation, und das bewegt sich nicht. Und ich reklamiere das bei Gott. Ich sage letztendlich, wenn unsere Erfahrung so ist, dann haben die Jansen, die nicht von dir erwarten, die haben dort besser aus wie, wenn sie die nicht enttäuscht sind. Die erwarten nicht von Gott. Und hier sehen wir Erwartung und hopen und strijden ons uit en beden en wat we kennen en dat antwoord komt niet. Ja, dat is de geval. Ik geloof veel mensen vragen. Ja, ik woon in een schwere tijd, er passieren Sachen, das kriegst du zu sagen. Also der Gott löst auch, was nicht an Gott läuft. Ja, das ist eventuell vom Leben vor dich. Ja. En die Gedanken kommen dann. Ja, er sind so viele Menschen, die het schijnt als wanneer die zo leicht schwanger worden en zo leicht. En die willen dat kind niet. En weder drijven die dat af, oder die lehnen dat af. En zoveel. En hier zijn we een paar die God leeft. En we willen dat kind, we zijn dat kind, we bangen ons al naar dat kind. En dat deed alles niet. Ja? Dat weer een frustratie, moet ganz eerlijk zijn. Ja? Aber trotzdem, also, dass Gott gut ist, kommt nicht eine Frage. Hey, ist gut. Und ich wusste das, ich stelle das nicht eine Frage, bloß ich verstand das nicht am Licht von unseren Umständen. Das hat nicht Kontakt. Ja? Und da wenn sie sagen, Gott, ich muss von dir hören. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Das war ein Moment, wo ich dann die Bibel abschlug, irgendwo, wenn ich nicht wusste, und einfach anfangen zu lesen. Ich will dir das Vers verlesen, wo ich dann los, wenn es dort. Dort fängt sich in Jeremia 17,7. Ich wollte mal auf Deutsch lesen. Gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh vertraut, dessen Hoffnung Yahweh ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zum Fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr, er trägt immer seine Frucht. Und da, ja, und Gott fängt dann an, das ganze Bild für mich auszupacken. Es ist ein Baum, beim Fluss geplant ist, ja, und das sagt, dass er streckt seine Wurzeln aus, nach dem Strom. Und
en dan zei hij me, en dat reed dan ook van deurenjaar. Ja? En dat is hoe ik me bevind deed. En ik dacht aan de woldje, ik dacht aan Rijn. En hij wijst me waar dat stonen deed voorzien zijn. En dat is een concept wat we hier in Chaco wonen goed verstaan. Ja? Dat bange Rijn, want dat zit drie als voor zo'n lange tijd. En deze eerste wachten op deze eerste drappen op een blaas dag te hieren. Dat is therapie voor de ziel van ons. We verstaan dat zeer goed. Ja? En zo is het ook voor de ziel die zich bangt dat God nennt en wat deed. Ja? Die zich in een dürre tijd feilt. En zo heeft mij gewezen dat deze woldje die stonen voorzien zijn. En heel lijf dat rein waar dat loon te brengen, alles te refreshen, de lucht klaar te maken, dat alles rein wordt en aanvangt te wassen. En deze beeld is daar geen wold, daar is geen rein. En trotzdem is daar een boom daar. En die boom, die maakt dat koud. En die was en die is vruchtbaar en die bleden zijn rein. Ik meen, dat is een krasend beeld. En de grond voor daarvoor is de fluss. En dan heeft hij mij dat aangevangen uit te pakken. En je wezen in verschillende steden in schrift, waar deze fluss verkomt. Ja. Hesekiel zum Beispiel is dan, heeft hij een visioen van een fluss die uit de tempel uitkomt. Also, uit de heiligsten vom Tempel en dat eruit fließen deed en dat wo dat fluss zich draait, wo dat zich beweegt, wo dat water zich beweegt, daar is leven, daar zijn vis, daar zijn bomen, daar leeft alles op. En dat einzige wo dat niet leven deed, is wo dat water dan aan de zon stonen blijven deed. Ja. Zo heeft mij gewezen waar dat voor den Heiligen Geest staat. Dat is en ook een openbaring dan. De laatste kapitel van openbaring wo dat van redt. Dat fluss Gottes van zijn troon dan komt. Ja? Dat is datzelfde beeld, zelfde fluss. Nu komt dat en op de aarde, als de tempel staat voor Gottes zijn woord, am Himmel is het zien, wo hij is van zijn troon. En daar entsteht dat leven, zijn leven, en dat komt er zijn geest. En dat waar zijn dezelfde beelden van leven, wo dat traantje deed. Zo tekenen dat beeld van Jeremias, daar is een boom daar, en die boom die staat voor de gerechte mens die op God vertrouwen deed. En zijn waarde uitstrijkt naar den stroom. En dat is de verbinding die de mens heeft in den Heiligen Geest. En hij zegt te mij, du stellst meine Treue en vraag, aber wat du verstaan moet, meine Treue is niet een woldje. Mijn Treue is een fluss. En vele mensen zeiden mij, die blijven met de water aan de oberfläche en die wachten op het nächste rein. Ja? En wanneer het regent, dan zijn die reinen, dat alles. En wanneer het reich is, dan holt alles taub en valt alles roof. En zo leven we dan volgen aan zijn leven. Ja? En hij zegt, wat ik met die doe en waarom nu der tussen tijd is, is ik wil dat u leert, niet van dat wat ik die geef afhängig te zijn, sondern van mijzelf. Dat is een machtvolle woord. Ja. Ik wil hebben dat u leert, niet van dat afhängig te zijn wat ik die geef, sondern van mijzelf. En we zetten dat eigenlijk in ons leven uit. We gaan eenmaal van de kartenpauze en gaan de voet. Waar een beetje duipen met wie je de timer aan als blijft de baby zeppel waar het trekt. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, puedes participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontrarlo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beco.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC
ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Celulares de alta gama en modelos y accesorios variados. Equipos informáticos con servicio de reparación garantizada. Parlantes acústicos, portátiles de alta definición JBL. Equipos de sonido y televisores. Casa Electrónica, Avenida Central 1059, Loma Plata. 0981-203-476. Casa Electrónica, tu mejor elección. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21. TIT en Loma Plata. Dus hebben we het Tumm Tere maken van een ganz duidelijk Zeugnis hier van Jerald. En Jerald, in deze situatie, wo gaat dan ook einfach so klar te die Rede duidt, wat produceert dat in die? Kijk, na trainen dat beeld van dat boom, wat geplant is, beim Bachen, wat zijn water is strikt naar stroom en dan is first dat voor de deur en die allemaal vruchtbaar is. En dat waar die bläder allemaal rein zijn en die allemaal en jeder tijd Frucht produziert. Also dat beeld heeft Gott mir gewezen dat is een mens die op hem vertrouwt en op einmal had ik klarheid. Mijn vraag weer wat doe ik oder wat erwartet Gott von mir in dieser Situation? Wie kann ich handeln in einer Situation, wo ich nu wirklich, dass wir viel schwander als was ich dachte, was ich uithouden kann. Aber hier wir ich und das wir nu die Realität. Also wo kann ich im Glauben reagieren? Om Gott te volgen, oder wat erwartet hij van mij? Dat wir die allein de vraag. Als hij mij dan diesen Bild wijzen deed, hij weiß, ob zijn Heilige Geist, de Beziehung zu dem Heiligen Geist, wat hij für mich haben will. Dat wird dieper sein als eine oberflächliche Beziehung zu ihm, sondern eine Verbindung. Und sogar in das Bild vom Baum, der Baum dead wird, der ungenannt wird, der streicht seine Wurzeln aus. Das ist was von sich rüberkommt. So, ich empfinde, dass wir dann dran wirklich mehr aufzumachen für den Heiligen Geist, um wirklich von heute zu sehen und diese Beziehung zu entwickeln, die Fähigkeit mit den Heiligen Geist zu gehen. Und statt den Sehen zu sehen, am zu sehen, anstatt irgendwas von Gott zu sehen, Gott selbst seine Person zu sehen. Right. Und ich empfinde dann so eine Freude, ich werde so unruhig bei dem Moment, wenn's ich muss irgendwas tun, ich muss Daniela irgendwie helfen und kann aber nicht und frustriert mich und fehlt wann ich Gott ständig so prachre deed, und dort hat mein Sich dann geändert, auf einmal wusste ich, was ich tun kann und was Gott von mir will. Nicht auf diese Situation zu fokussieren, sondern auf ihn. Und irgendwie ist es so, in dieser schwierigen Zeit, es wird das dann auf einmal weht, Das ist so, wenn das irgendwie abgeredet wird, oder das hat das waschgeredet wird, dass man eine ganz besondere Fähigkeit hat, sich
Gott je ewa op te maken. Vielleicht als dat antwoord ook waarom we zo'n situatie durchkomen moeten. Ja? Dat we dat... ik zie een mens, ik mag controle over de situatie te hebben. Ik mag dat toegeven. Ja? Ik mag niet in situaties zijn waar ik niet weet wat passeren wordt. Oder wat, ik wil weten wat de lijn is, ik wil weten wat mijn rol is. En wat ik doen moet. Dan kan ik handelen. En dan komt er een situatie waar ik niet weet. En geen antwoord heb op eenmaal. En dat heeft mij daartoe gedreven, de drijpere vertrouwen op God te hebben. En dat moment waar ik dat dan deed, ik zei, ik neem me dat ver, God, ik wil die chance, ik wil mij die juist even opmaken. En ik wil zo een mens zijn die op die vertrouwen deed, tot ook in de 3 tijden, dat het niet afsnit met me. Dat ik niet ständig deze nappen erop heb met mijn ervaringen. Sondern dat er een bestendigheid in mijn leven te zijn is. En daar waar wo ontwikkelt man bestendigheid buiten de zware tijden die man durchmaakt. En hij wijst me dat letztendlich een prüfung is van de kwaliteit van onze waarden. Wanneer we durch zware tijden gaan. We weten niet wat ver ons nog staat. Maar dat zijn prüfungen die we durchgaan. En dat zal voor ons zelfs, niet dat we andere rechten oder so, sondern voor ons zelfs zal dat een checkeo zijn van waar we zelfs staan. Wat zijn de kwaliteit van onze waarden werkelijk? Weens van Gottes Sicht heeft hij ons alles gegeven, damit we die zaken bestaan. En niet bloos bestaan, niet bloos durchleven, knap, sondern dat we vruchtbaar blijven, dat we gans blijven. En die situatie komt dan zo een vrede over mij. Endlich wist ik wat ik doen kan. Ik kan me naar God uitstrijken. Ik kan leren op zijn hele juiste hier, me opmaken daarmee even. En ook voor dat proces te vertrouwen. Dat hij ons in zijn hand hield. Dat hij Gode op zich had, dat hij heilig wordt. Wat ik niet, dat we, ik geloof, wanneer ik richtig herinner, dat we een medweg, wat ik niet wist. We zijn weer maar 6 maanden te lang in de zwangerschap. En wat ik niet wist, is dat we die weg, hoe ze wordt dan 3 dagen ongeveer, dat weten heen. Ging ze dan en weenen. En ons dochter weer dan levendig geboren, also met 6 maanden Entwicklung en hadden aber zelfs Schwierigkeiten, Sachen, die nicht voll entwickelt werden. En de dokter zei, ze wordt niet, also we hadden een korte tijd nog met haar, maar ze wordt niet overleven, ja. En zo, dat we, wat ik dan niet wist, is dat we alles een voorbereiding voor ons voor dat wordt nog en die week komen wordt. Ja. Also we hebben de naam Sarah gegeven en so de ganze trauma van deze situatie wordt zo krass eingedeed. God heeft ons trotzdem, also we feilen ons wirklich gedroogd durch die tijd. We werden niet vertwijfeld. De dokters gaven ons niet grote hoopning dat we de gezonde kinderen mal hebben. Maar ik had geloven en ik declareerde, ik zei dat is niet dat. Wanneer we de geschichte niet verstaan, is het bloos wens de laatste kapitel niet geschreven is. Ja? Ik zei, dan moet wat meer doorheen zijn. So, eerstens mal hadden we vrede voor dit moment en vertrouwen voor de toekomst. En einfach te zijn, ik meen dat is nog een lange geschichte, maar God, om dat korte foto, God heeft ons met 2 ganz gezonde kinderen gezegend en zo gezegend. Op zoveel orten wezen, ja. Hij heeft zijn trouw werkelijk voor ons gewezen. Maar dat moment, dat was traumatisch. En we moesten dus onze trouw gaan. Heeft Daniela besonders
getroffen als Mutter, die besonders die Beziehung zu das Kind hat und so weiter. Aber die Friede hat uns niemals verloren. Und hat uns auch, ich muss sagen, dass eine andere Konsequenz davon, das hat uns als Ehepaar auch sehr schön gebunden, ja, dass wir auch aneinander verbunden werden. China hat sich dort fest, wir haben unsere Karriere und Sachen und wir wollen befreit sein, aber dort eins worden. Dat is in deze eerste jaar met al die crisis die we doorgegaan zijn, dat is ook in die proces passiert. Ja. Er zijn vele verschillende factoren die in die Geschichte inspelen. Ja. Dat is, ik geloof, een wichtiger Punkt, wo wir alle leren moeten. Hier in die Fall, dat wir, sei es bis ein paar Jahre later, wird das eigentlich noch so bei der Spitze von allem Time. Ja, wo dann wirklich drauf ankommt, wo ich mich wirklich abgeht verloren, wo ich wirklich ein Vertrauen abgeht hatte. Und so wir gehen hier einmal von der Kartepause und haben wir ein bisschen darüber reden, was bedeutet eigentlich abgeht zu vertrauen? Habe ich ein rechtes Konzept darüber? Verstehe wie das, was das meint, wenn wir so das lesen dann in Jeremia. Und so, bleib dabei, wir gehen einmal von der Kartepause und sind weiter durch. El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de Hierros y Metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo Hierros y Metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. En el lugar más estratégico de Filadelfia se encuentra ECOP Oeste de la cooperativa Ferheim, ideal para la carga de combustible en general, con servicio de carga rápida, lubricantes, gas, carbón y un surtido de productos en el salón de ventas. Lo atendemos preferentemente. Somos ECOP Oeste de la cooperativa Ferheim. Es tiempo de Navidad. Del 21 de octubre al 21 de diciembre puedes coleccionar puntos con cada compra que hagas en los locales de Chortizer del Chaco Central. Todas tus compras por 25,000 guaraníes en productos en promoción te generan un punto. Todas tus compras de las marcas Arcor, Skip, Tokyo, Xbree te generan el doble de puntos. Para canjear tus puntos es muy sencillo. Entras a nuestros comercios de la cooperativa Chortizer, elegís tu producto a llevar y podés pagarlo con tus puntos acumulados. Cada punto equivale a 1,000 guaraníes. Para más información, visita nuestra web www.supermercadoschortizer.com.py. Es tiempo de Navidad y lo celebramos contigo. Jo, du sagst, 3 van de laatste rond Tumm Tere en Mate hier, van der we hebben scheinen Tere. En daar heb ik de timer. Het was schwere tijden, we gaan ons terugbrengen dat. En Jerald heeft ons van een van de ganz schwere tijden verteld over alles. We waren aangekomen uit en Jerald den Vers, also der erste Vers von den Text, was wir uns hier lesen, das ist Jeremia 17,7 wieder die erste. Ja. Sagt uns, ihr seht, dass der Mann, der Mensch, was sich auf Gott vertraut hat, oder auf Gott vertraut hat und nicht sich auf Menschen verloren hat. Ja, plötzlich habe ich das Wort verloren. Also, was sagst du, was kann ich unseren Teil ja mal, was kann ich denn da mal erklären? Ich glaube, das ist ein Wort, was ich vielleicht ganz richtig verstehe, deine Fehler von uns. Ja, wir haben vielleicht so ein bisschen ein Konzept, aber vielleicht habe ich noch niemals nicht wirklich darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich, uns auf Gott zu vertrauen, uns auf Gott zu verlassen. Was würdest du sagen, was bedeutet das?
Also, das Bild von Jeremias, das helpt uns auch in dem Sinn, wenn die Farbe, die kriegt auf Verkommen, die mag in Wirklichkeit ein Kontrast mit diesem Baum, ja. Ja. Die repräsentiert die Stadt für den Mensch, der ab Gott vertraut hat. Also, in der Farbe, die auf Verkommen, die sagt, verflucht ist der Mensch, der ab sich selbst vertraut. Oder ab Mensch vertraut hat. Ja. Man kann das so oder anders evaluieren, aber das Bild dafür ist, dass seine Vertrauen ab sich selbst oder ab seine eigene Fähigkeit oder Möglichkeiten sagt. Ja. Und der mag dann auch ein Bild von so einem Mensch. Der ist so ist eine Wüste. Und dem sieht das ganz anders aus. Ja. Der ist verdreht. Und interessant ist, dass du sagst, hey weiß nicht mal, hey wird das nicht mal an, wann Gott die kommen. Ja, das ist mir mal abgefallen. Ja. Also, der Gott die präsentiert sich, ja. Also, die sehen, präsentiert sich, aber man wird das kommt jetzt ein, das war ein paar Jahre vorbei. Ja. Also, du hast ein Bild von ein vertrepelten Baum, der nicht wiederkommt im Leben, der hört es. Und dort ist ein Bild von, also, und da macht Gott uns den Kontrast. Von, und die Frage ist dann, wo sind wir unsere Vertrauen wirklich? So, dann kriegt dann so eine Zeit, wo das dann wirklich sich wiesen wird, ab was wir vertrauen. Ja, wenn das ganze Gebiet geschädigt wird, dann stellt sich fest, wo Gott die Fundamente sind. Ja, dann erst. So, dort, wo wollen wir nu de lijn? Ja, also wat bedeutet das eigentlich für uns Leben? Also, wenn wir von Vertrauen ab Gott verloren reden, dann als das bedeutet, dass ich dann die Sonntag zurückgehe und vielleicht bei uns in der Bibel lese, da kann noch mehr sein als das. Naja, das redet dann gerade von den Fundamenten. Wenn wir unseren jährlichen Leben mit Gott oberflächlich leben. Ja. Wir haben vielleicht alle Rechte Antworten gehört, wir sind in Sonntagschule gegangen und kennen die Geschichte. Viele von uns geht das so. Ja. Aber die Frage ist, ab was bauen wir unser Leben wirklich? Es geht irgendwas extra, was wir dort tun, ein extra Tag von unserem Weg, was wir dann für eine Stunde am der Zeit geben, glaube dass wir dort dann irgendwie aufgehört haben. Und das Rest von unserem Leben so viel als wir wollen. Ich meine, dort wies sich dann, kriegt in der Krisenzeit, wo die Wolken dann verschwinden, wo die Fundamente wirklich liegen. Ja. Und da ist der Unterschied zwischen, dass wir Gott von weit auf erfahren und eben am Weiter oder ob wir am Chane und uns chant und die Beziehung da oben ist, dass der Tag in eine Beziehung ist irgendwas, was eine Beständigkeit auch mit sich bringt. Das ist ein Utleben davon. Also in Sprüche sagt, dass wenn wir unseren Weg Gott übergeben, dann wird uns führen. Also das Leben ist ein Weg. Und jeder Weg führt irgendwo hin. Am Anfang ist es nicht klar, wenn der Weg sich gerade gespult habe, dann kann es sein, dass die Wege sich noch sehr ähnlich aussehen. Aber jeder Weg hat einen Eng. Irgendwo, wo das hinführt. Und je dichter man dort ankommt, je mehr sich dort beweist, wo das hinführt. Und so ist das vom Leben von jedem Mensch. Für eine Zeit lang haben wir ein oberflächliches, also den Eindruck geben, dass wir geistlich sind, wo nicht wirklich dahin ist. Wir kennen Gott nicht und er kennt sich auch nicht zu uns, wenn das nicht in Ordnung ist. Ja. Aber mit der Zeit und mit der Herz und alles, was dann kommt, das muss sich irgendwann beweisen. Und das ist auch eine Gelegenheit, die ich habe, mich selbst zu prüfen, wo stehe ich in meiner Beziehung Gott, aber wo sind meine Prioritäten? Lebe ich dort wirklich aus? Frage ich Gott ständig, eine Weg, eine Herausforderung. Man hat ja diese große Krisenzeit, aber jeder Tag bringt mit sich
wordt, ja, met van zijn lust. Ja. Zo, en waar ga ik dan met om? Waar zat ik werkelijk mijn vertrouwen? Ja. En ganz praktische zaken. Ja. En onze beziehungen met einander en op de arbeid staat. Also doorleren op God te harschen, zijn leitung. Dus zich niet met traantje te laten en de gesprekken die passeren en sondern deze een zachte ontwikkeling, waar zit God de zaak? Waar zit God de mens? Ja. En daaruit te handelen, niet op mijn ene wijsheid of fähigheid, sondern deze vraag te ontwikkelen, ständig te ontwikkelen, God, waar zit in deze zaak? Ja, und so du hast die große Frau von uns, ja. Weil wir uns alle, ich denke, auch das Gerald zei, einfach ständig waren prüfen sollen und jeden Tag uns nur forschen. Verlot ich mich wirklich auf Gott, oder verlot ich mich auf meine eigene Kraft? Ich glaube einfach, ein Wichtig, ten Antwort zu kommen, ist, wenn wir uns einfach mal beobachten dürfen, und lieber nur denken dürfen, waar habe ich diesen Tag von der gelebt? Waar habe ich diesen Tag von der angefangen? Wenn ich sage, dass ich mich auf Gott verloren habe ich diesen Tag mit ihm angefangen, habe ich mit seinem Wut angefangen, habe ich Gebet angefangen. Und da verlor ich mich einfach darauf, dass ich war al schaffen, ich war al flängst een dag komen, ich war al alle Hand kriegen. Ja. En zo zijn we een twischen aangewikkeld, een beetje ruim in mijn leven. Also, dat is, ik glaube, een van de wichtigste vrouwen, een van de wichtigste punten, waar we werkelijk maar geslagen hebben in ons leven. Dat we ons vertrouwen. Ganz total auf Gott leiden. In Römer Kapitel 5 bringt Paulus das sogar noch einen Stopp wieder über das Thema von schweren Tiden. Gott bringt uns durch seine schweren Tiden, um uns keine Hilfe zu sein, wo uns Vertrauen wirklich ist. Und Paulus, der merkt, bringt das sogar bei dem Punkt, er sagt, wir sollen uns für diese Tiden freien. Er sagt, Frettchen für die schweren Tiden. Frettchen für die Schwierigkeiten, wo jemand durchkommen. Weil diese Schwierigkeiten produzieren England und ein Durchhaltevermögen. Das Durchhaltevermögen das produziert einen guten Charakter. Und ein guter Charakter der bringt Hoffnung. Und so wir möchten alle Hoffnung haben. Und dazu brauchen wir einen guten Charakter. Und stell dir mal vor, wenn wir alle einen guten Charakter haben. Was gute Frucht bringen in der tollen Zeit. Da würde ich doch was recht sein. Ja? Und das gibt uns Frieden, uns Hort, das gibt uns Frieden. Und das gibt uns große Hoffnung. Also, als onze tijd dan van deel waren om en ik mocht nog onze tijd ja te haar aanloden met ons tipje een afschlussgebed te spreken. Himmlischer Vater, wir danken dir von dir für deine große Liebe, die du von uns hast. Und Gott, dass du uns diese Liebe hast, dass du uns auch erlaubst, durch schwere Zeiten zu gehen manchmal. Herr, dass du diese schwere Zeiten brauchen lässt, in uns wat te produceren wat ons nog die traatje deed. En we bidden haar dat u in iedereen een van ons helpen is. Dat richtig te zijn, dat richtig aan te nemen, wat te nemen. Dus alleen het u te nutzen om ons te proeven. En ons aan die te klameren haar, dat we ons werkelijk op die verloten haar. Helpt u ons iedere dag ons vertrouwen op die te zetten. En ons niet op ons zelfs te starten, haar. Dat u ons alles waschen, haar. Dat u dat leven in ons best. Omdat we zo kunnen zijn, dus dat is bij mij in Jeremia 17, haar. Wat u niemand niet, ik waalt je blij dat je dat. Na maar zijn vrucht, zijn tijd brengen dat. Dat bidden we in Jezus zijn naam. Amen. Ja, danke schön, Gerald, für die Beisein von dir. Wir sind so ein schönes Thema. Ich glaube, das wird recht ieder mal einen von uns angeredet haben. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du dabei warst. Und bei mir mit uns du warst. Also, das ist einmal ein großer Segen. Und ich möchte dich einladen, wenn du einen Vorschlag hast oder ein Thema hast, was du denkst, was du mal wahrscheinlich sein darüber zu reden, darfst du hier bei uns bei RCC melden. Was sagen die? Este programa fue presentado por Inverfin.